Sagst du noch irgendwas vorher? Oder? Ja, sicher, ja, sicher. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Bist du bereit? Läuft schon längst. Echt jetzt? Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute 16 Uhr. Ich habe mich verliebt. Guckt euch das Auto mal an. Das ist der Audi RS6. Detaillierte Sachen kommen später. Ich habe heute nämlich einen Kumpel dazu gerufen, den kennt ihr ja auch sehr gut. Und zwar den Dion. Dion hat nämlich einen Hybrid, guckt ihr das mal an, ein Toyota Corolla. Da ist er doch schon wieder. Alles fit? Hamid, Du kommst um die Ecke ganz leise, man hört dich gar nicht. Was ist los mit dir? das ist die Zukunft, Hamid. Hybrid-Elektroantrieb. Toyota Corolla Touring Sports. Das ist ja riesig. Toyota Corolla Touring Sports. Ja, sehr gut. Noch schneller? Toyota Corolla Touring Sports. Sehr geil. Für ein Fünftel deines Preises. Der geht direkt auf Krieg. Vollgas gleich. Merkt ihr das? Direkt auf Krieg. Entspann dich doch mal. Wie geht's dir erst Alles gut. Mir geht's gut. Die beiden Autos sind eigentlich nicht zu vergleichen. Aber wir wollen euch mal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Braucht man das oder braucht man das nicht? Wie sind die Geschmäcker? Wer mag was, wer mag was nicht? So, ich wollte gerade sagen, schöne Farbe, passend zu dem Laub am Boden. Mein Lieber, das ist nicht eine schöne Farbe. Das ist Ipanema Braun. Damals hieß es Brasilbraun. Jetzt ist es Ipanema Braun. Cool. Ipanema, weißt du, wofür Ipanema steht? Das Wasser. Ist ein Fluss in Brasilien, oder? Der Strand an der Copacabana, Zuckerhut. Genau, aber es hat noch was. Der alkoholfreie Caipirinha heißt Ipanema. Aber was heißt jetzt Ipanema? Ipanema ist ein Fluss, wo es Piranhas gibt. Das kann weiß auch ich. sein, ja. Okay, erzähl. Aufgewühltes Wasser. Alter, da hat er einen rausgehauen, ne? Oh, guck mal. Oh, guck mal, nein, lass drauf. Mehr Herbst geht doch nicht, oder? Guckt euch das mal an. Mehr Herbst geht einfach nicht. Das ist doch geil. Wie heißt denn deine Farbe? Mystic Schwarz, Mika. Aufpreis? 690 €. Aufpreis? Circa 3.000 €. Aber das ist auch eine geile Lackierung. Über wie viel Geld reden wir denn hier so insgesamt bei diesem Fahrzeug? Das Auto fängt ab 120.000 € circa an und so wie er hier steht, kostet er roundabout 157.000 €. Lass uns aufrunden auf 160.000 €. Gut, Grundpreis rund 31 sowas. Endpreis, wir haben nur noch die schwarze Lackierung hier drin, plus noch das Technikpaket 33.000 und ein paar zerquetschte. Neuwagen. Ja, Neuwagen. Ich habe mehr Ausstattung drin, als was dein ganzes Auto kostet. Verrückt, ne? Ich habe 1.600 € roundabout Ausstattung und du hast über, ja genau, richtig, fast 33.000 € Genau. Ausstattung drin. Verrückt. Es ist echt verrückt. Zeig mal dein Lichtsystem bitte einmal. Wir haben Bi-LED-Scheinwerfer. Sehr schön. Ich muss sagen, zeitgetreu, schöne Linie, dezent gehalten. 2 Linien, finde ich mega geil. Ich finde ihn aggressiv. Okay, ich finde den auch. Ja, nein, komm. Ich finde ihn in Ordnung. So, und jetzt guckt mal bitte hier rauf. Jetzt guckt euch das mal an. Bei 3. Dion, zähl mal bitte bis Ja. 3. 1, 2, 3. Ist das nicht geil? Mega. Ist das nicht Ja, das geil? ist eine Show. Da- Muss ich. Kostet 2.500 €. Okay. Aber ist eine Show. Ja, das ist doch geil. Ich habe hier schon um die Kurve geschielt. Ich sehe da recht große Felgen. Ich schätze mal 22 Zöller. Also es sind Riesenfelgen, 22 Zöller. Und das ist die größte Bremsanlage der Welt. Welt. Danke. 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 Sehr, sehr gerne. Aber bei 22 Zoll, da stelle ich mir doch schon wieder die Frage, was kostet es? Das liegt ungefähr bei 2.500 € Aufpreis. Gut,
Dann schau dir mal meine Felgen an und rate mal, was die gekostet haben. Wie groß die erstmal sind und Ja, wie was groß sie die sind. gekostet haben. 18 Zoll würde ich sagen. Okay, Oder? gut. Ja, und was kostet es? 18 Zoll würde ich sagen und ich würde sagen, hat einen Aufpreis von 450 Euro. Gut, also ich muss dich beide Male enttäuschen. Sie sind serienmäßig und es sind 17 Zöller. Oh. Aber, sag du es mir, aber ich finde, es passt. Ja, es passt, es ist stimmig. Fahrzeuge im Heckbereich. Okay? Guckt euch das mal an, wie bullig der wirkt. So, und jetzt stellt ihr euch beide hier hin und wir machen mal einen Soundcheck. Dann gib mal gleich volle Pulle jetzt. Maximum Performance. Das hörst du nur beim Fahren, Ja, ja. weil er abriegelt. Abregelt. Der geht nicht Aber über ist schon- 3000 Umdrehungen. Ist schon böse. Aber der ist schon geil, Ja, oder? ja. Mir ist gerade was eingefallen. Was denn? Ich fahre ja einen Hybrid. Ich glaube, weil der ja immer beim Anfahren gar nicht den Motor anmacht. Ich bin jetzt mal gespannt. Komm. Seid ihr bereit? Ja. Oh. Ah, okay. Oh. Ja, mega. Machst du gerade Der was? fährt nur ganz langsam hoch. Was machst du denn jetzt? Gibst du Gas? Da kommt hinten gar nichts raus, oder? Dion. Da könnte mehr kommen, ne? Ich gebe dir absolut recht, aber das ist mal wieder das Problem, mit solchen Dingen beschäftigen sich Hybridfahrer eigentlich überhaupt nicht. Vor allem auch wenn du das Auto fährst, ich meine, wenn du dich da reinsetzt, dann ist das so, mach mal Soundcheck. Und wenn du in so einem Auto ist das überhaupt kein Thema. Aber du hast absolut recht, ich wäre noch nicht mal auf die Idee gekommen, mal Brumm Brumm zu Ja, machen. ja. Lass mich mal gucken, ist das hier überhaupt? Ja, Ja. ist schon aus. Wir haben ja einen Verbrenner. Ist kein Blender. Ich würde doch jetzt mal sagen, wir machen einen kleinen Kofferraumtest. Da wir beide Kombis haben, würde ich doch mal sagen, diese Kiste Ja, machen wir jetzt folgende Challenge. ja. Ab dem Moment, wenn der Kofferraum aufgeht, schauen wir, wie schnell wir diese Kiste sowohl hier als auch bei dir reinbekommen. Und sowie es wird gestoppt, sowie die Klappe wieder zu ist. Wir fangen an der Kiste an. Ich fange an, du stoppst. Gut. Auf die Plätze, fertig, los. Hey, wieso nimmst du deinen Karton nicht mit? Verstehe ich Ganz jetzt nicht. ruhig, mein Freund. Guck mal, wie oft er das schon geübt hat, Alter. Guck mal. Oi. Dion. Weg. Alter. Oh, das arme Auto, Himmel kaputt. Nein! Ah, nee. 23,55. Der ist ganz schön außer Atem, der Junge. Gar nicht so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Nee, ist okay. So, Ich habe ja noch was drin. Na, oder weißt du was? Ich trete jetzt so selbstbewusst auf. Okay, ich habe mein Trolley und meine Schüchen drin. Okay, ich lasse das sogar drin und sage jetzt, oh, das wird eng. Okay, ich lasse das drin. kleiner Keyfact noch am Rande. Ja. Was meinst du denn normales Kofferraumvolumen, ohne umgeklappt? Wer hat denn mehr? Wer? Tudum. Du hast ein paar Liter mehr. Stimmt, du hast 20, 30 Liter mehr. Wie viel hast du? 581? Ja, genau, der hat irgendwie 560. Warte mal. 3, 2, 1, go! Komm, elektrisch halt, ne? Oh, Alter, noch ein Teil, das ist ja kacke. Und bin ich von vorne? Hey, komm, nein! Es tut mir leid, Nein, Hamid. Es tut nein, mir das leid. ist scheiße, weil er elektrisch ist. Und? Es tut mir leid. Ja, weil er elektrisch ist. weiß. Was hältst du davon, wenn wir jetzt mal fahren? Ja, Hinein in die gute Schön, Stube. ne? Schon nett. ja, schon nett, komm. 600 PS, 800 Newtonmeter. Weißt du, eine Sache, die mich bei diesen modernen Autos stört, Was dann? das ist, dass alles Displays sind. Und wenn der Wagen aus ist, wirkt das total tot. Ja. Psst. Der geht nicht an, der brummt, der weißt du? Nein, so. Dafür, dass wir hier die 22 Zöller haben, die ja eigentlich alles können, nur Ja. nicht dämpfen. Ja. Dafür ist er super.
Nice. Ja, rollt schön dahin. Ja, geil. Ne? Und du bist im Komfortmodus. Jetzt sind wir in In Dynamic. Dynamic. Und jetzt? Oh Gott. Es ist, wenn du hier sitzt und du Vollgas gibst, ist so, als wenn du eine Achterbahn runterfährst. Erzähl doch mal ein bisschen, was haben wir denn hier alles so Also Feines wir haben an jetzt Bord? hier Dynamic-Paket für 12.500 €. Dafür kriegst du einen Dacia Duster. Oder den halben Corolla Touring Sport. Oder den den, ich habe. ja, genau, oder den halben Toyota. Da ist mit inbegriffen Allradlenkung, was mega geil ist. Das Auto hat einen Wendekreis, das ist Das glaub ich dir. gigantisch. Ja. Dann ist da große Keramikbremsen sind damit drin. Genau. Und dann ist es die ganze Spurhalteassistent und so weiter. Ist alles Und die dort drin. VMAX-Aufhebung ist da Und auch die noch. VMAX-Aufhebung auf 305 Stundenkilometer. Mega Ich will geil. einmal kurz die Bremsen noch mal schnell checken. Bist du bereit? Oh ja. Oh, das war's. Hast du das gesehen? Diese kaputt. Nein, diese hat sich verzogen durch Dynamik. Hast Dynamik, du ja, gesehen? genau. Du latscht wirklich rein und das Ding. Du hast kaum Gegner. Du fährst ein Kombi, hast so viel Power und hast immer noch Understatement. Okay? Das ist das. Also wer dieses Auto fährt, der kann. Das ist ein wirklich, wirklich schön gemachtes Fahrzeug, das auch definitiv sein. Ist es sein Geld wert? Nein. Der kluge RS6-Fahrer, wenn ich das so bezeichnen darf, ganz vorsichtig, kauft sich nie ein RS6. Dieses Auto muss geleast werden mit einer ordentlichen Kilometeranzahl. Die Wertverluste bei diesem Fahrzeug sind enorm. Wir reden ungefähr 30 bis 45% im ersten Jahr. Okay? Das ist Wahnsinn. Dafür kriege ich ja 2 Toyota Corolla Touring Sports. Wertverlust. Wenn wir so rechnen, haben wir hier eine ganze Toyota-Flotte. Oder? Ja, klar. Das ist so. So, ich muss noch mal. Es tut mir leid. Boah, Alter, das Auto haut dich in die Sitze rein. Es haut dich. Es ist unglaublich. Du kriegst Prügel, wenn du Gas gibst. Es haut. Das ist ein Champions League. Da hier hast du alles drin. Performance, Platz, richtig heftig, geballte Power, feinste Verarbeitung, geilste Lackierung. Du hast hier alles in einem Paket drin. Ich genieße das auch wirklich, aber ich würde es nicht brauchen. Brauchst du jeden Tag einen Riegel Schokolade? Brauchst du das, um das zu überleben? Nö, brauche ich nicht, aber es ist nice to have. Aha, Das ist, nein, da müssen wir gar nicht darüber reden. So, okay. es gibt 2 unterschiedliche Schokoladen. Ja. Einmal gibt es die Schokolade, die einfach mega Porno ist, weil das die Schokolade ist, die es 10-fache kostet. Und dann gibt es Schokolade, die macht dich auch glücklich und die kostet aber nur ein Fünftel. Und deswegen Toyota Corolla. Und bitte. So, jetzt haben wir So. schon mal sehr eng. Findest du? Ja, guck mal. Ja, wenn ich so mache, dann wäre es bei dir auch eng. Wir sitzen fast auf dem Schoß. Aber was ich mega cool finde Quatsch. ist, ich steige in ein Auto rein, wie viel kostet das? 33. Ne? Mit der Ausstattung jetzt 33. So, geh auf D und fahr los. Der ist an. Das ist geil. Ne? Genau, das ist so. die Du hörst Hybrid. nichts. Ne? Aber hier, eine schöne Verarbeitung, Kontraststitching. Mit Lederstyle. Kein Plastik. Ja, meinst du? Das ist genau das Gegenteil von deinem. Geil. So, mein Lenkrad ist ein bisschen... Ja, kannst du alles einstellen. Ja, alles schön manuell. Alles Inclu hier. Ach, das ist... Ich weiß, woran... Ich weiß, ich bin Ja, jetzt sag, böse. sag, Ich bin sag, jetzt sag, böse. fang an, los. Das ist das Taxi in Dubai. Ach, Quatsch. Was ich richtig gut finde, ist, dass du hier alles selber schnell einstellen kannst. Und guck mal, das ist jetzt wirklich Hybrid. Jetzt siehst du deinen Das ist Energiefluss. Das ist geil. Jetzt gib mal Gas, das ist eine Besonderheit. Fällt dir was auf? Der hat stufenlose Automatik. Genau, stufenloses CVT-Getriebe. Also es geht vorwärts. Ja, ist okay. Und wir haben hier einen 2 Liter, die Top-Motorisierung auch hier. Ein 2 Liter Verbrenner mit 152 PS plus einem Elektromotor von 109 PS ergibt zusammen 184 PS. Ja, haben wir falsch gerechnet. Nein. Jetzt wirst du bestimmt sagen, Dion, das ist doch weit über 200 PS. Aber du musst wissen, der Benzinmotor hat eine Leistungskurve und der Elektromotor hat eine Leistungskurve. Der Moment, wo sich Leistungskurve von Verbrenner und Elektromotor treffen, ist in der Regel immer 20 bis 30% unter der Maximalleistung. Okay. Es ist mir viel zu kompliziert, komm. Systemleistung Ja. 184 PS. Alles, was ich brauche, hat dieses Auto. Wie ist mein Navi, mein Map?
wenn wir mal hier raufgehen. Er hat in diesem Modell gibt es jetzt kein Navigationssystem. Wenn du eine höhere Ausstattungslinie nimmst, Warte mal ganz kurz. Erzähl mir mal das nochmal bitte. also du könntest jetzt dein Handy damit, Ach so, dann wird es gehen. dann würde es gehen. Ich selber benutze fast nur Apple CarPlay. Also ich würde mir gar kein Navi mehr bestellen in dem Sinne, weil ich immer ganz klar über Satellit weiß, wo ist Stau, wie viel Stau, wie ist meine Ankunftszeit, wie verändert sich meine Ankunftszeit und so weiter und so weiter. Also seit 1966 gibt es den Toyota Corolla. Und bis heute wurden knapp 50 Millionen Toyota Corolla verkauft. Das weltweit am meisten verkaufte Modell. Das Auto wirkt überhaupt nicht billig. Sag ich ja. Okay, ich fühle mich safe hier drin. Okay, Du hast Platz? Ja, man hat Platz, man hat richtig viel Platz. Die Sitze und so weiter sind gut verarbeitet, finde ich. Finde ich auch. Okay, die Knöpfe hier für meine Sitzheizung und so weiter könnte ein bisschen mehr digital sein. Aber hier unten ist bei dir genauso viel Hartplastik Ja, verbaut? aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist es top eingestuft. Boah, das Ding nervt. Ach, gar nicht. Alter. Das Gepiepse oder was? Ah, jetzt komm. So. Also, Fazit. Ich würde ganz ehrlich sagen, die Sache ist klar. Jeder, der sich einen Audi RS6 Avant holt oder holen möchte, wird nie zu einem Corolla Touring Sports greifen und genau andersrum. Geschweige denn dahin schielen und sagen, oh, den gibt es ja auch noch. Am Ende des Tages gibt es aber 5 Toyota Corolla Touring Sports für einen, ich muss dir recht geben, wunderschönen Audi RS6. Ich teile das natürlich mit dir, gar keine Frage. Du kannst die beiden Autos nicht vergleichen. Von Leistung nicht, von Verarbeitung nicht, vom Preis schon mal gar nicht. Okay? Ob der Audi RS6 160.000 Euro wert ist, lasse ich mal so stehen. Okay? Aber ich muss euch eine Sache sagen, was ich auch am Anfang der Sendung gesagt habe. Ich finde einfach, das Auto hat alles, was ein Kombi braucht. Und wenn Audi mir ein Mega-Angebot schickt, würde ich mir sogar überlegen, so ein Auto mir zu holen. Ach, da schau her. Ja, würde ich machen, definitiv, weil das Auto alles kann. Das ist ein Alleskönner als Kombi. Okay? Dieses Auto ist kein Alleskönner, aber dieses Auto erfüllt alles, was du brauchst. Okay? Alles, was du brauchst. Aber hier ist Luxus angesagt. Alleine mein Blick, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Wir brauchen auch hier nicht so sagen, welches Auto gewinnt und verliert. Das war gar nicht die Frage. Wir wollten euch nur näher bringen. 160.000 Euro? 33.000 Euro. Damit ihr mal ein bisschen mal ein Gefühl bekommt, was dazwischen steckt. Dion, es hat echt Spaß gemacht. Sehr gerne. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Sehr gerne. Bin mal gespannt, mit was für ein Auto er nächstes Mal um die Ecke kommt. Er hat ja immer irgendwelche Überraschungen. Okay? Naja. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 16 Uhr wieder. Ich hoffe, dass dieser Beitrag euch gefallen hat. Wenn ja, kommentiert mir diesen Beitrag. Schreibt mir rein, was ihr euch noch wünscht. Lasst ein Abo da. Bis nächste Woche. Ciao. Was machst du denn jetzt? Achso, sollen wir wegfahren? Komm, wir fahren weg. Willst du in den Wald gehen? Oder? Ich habe keinen Sprit mehr. Ich habe nur noch 40 Ja, dann Kilometer musst du laufen. Reichweite. Willst du bei mir mitfahren? Ja, du hast keinen Strom mehr. Ja, aber der Tank ist voll. So.